Ohne großes Tamtam, dazu aber fast pünktlich 4 Jahre nach dem größten Event auf diesem damals noch jungen YouTube-Kanal, kehrt die Siedler 4 Weltmeisterschaft zurück, um erneut den besten Die Siedler-Spieler der Welt zu ermitteln. Alles, was zum ganz frisch angekündigten Turnier schon bekannt ist, wie ihr mitmachen könnt und was euch generell erwartet, habe ich euch in den heutigen Die Siedler News zusammengefasst. Oh, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt zieht Kevin unten vor. Die laufen also zielstrebig Richtung Grenze. Ich vermute, dass es Saurus sind. Genau. Also Macronix hat jetzt einen großen Fehler gemacht. Er hat den kompletten Vorteil, den er gehabt hätte, wieder aufgegeben. Ich denke, wenn die da sind, dann wird er drauf. Es war im Nachhinein wahrscheinlich eine Fehlentscheidung meinerseits, zu glauben, die damals zu großen Teilen von mir selbst wieder mit aufgebaute und zu diesem Zeitpunkt neu erstarkte Die Siedler-Community in ein großes Turnier zu zwängen und nach vielen Jahren endlich den Nachfolger vom damaligen, noch unter Blue Byte ausgespielten Die Siedler 4 Weltmeister Andorra aus Aalen zu ermitteln. Auch wenn ich mittlerweile verdammt stolz drauf bin, was wir damals erreichten und mitten in der Corona-Zeit eine spannende Alternative zwischen Lockdown und Langeweile bieten konnten, war es doch am Ende mein Ende in der großen Die Siedler-Community, die sich nach dem Turnier mit den gesammelten Erkenntnissen und dem daraus entstandenen Settlers United Mod, der dann auch Die Siedler 3 Spieler nach Hause holte, aus dem Staub machte. Nein, eigentlich war ich selbst, der nach den vielen Streitereien mit diversen Störenfrieden und dem generellen Stress als verantwortlicher Turnierleiter einfach fertig mit dem Kapitel Die Siedler 4 war, in welches ich fast 4 Jahre lang meine komplette Freizeit investiert hatte. Aber wie gesagt, rückblickend bin ich dann doch verdammt stolz drauf. Übrigens findet ihr noch heute den kompletten Content um den damals neuen Weltmeister Alex aka TCG Slayer S4 mit fast 100 WM-Spielen, ohne nachgezählt zu haben, auf diesem Kanal. In Erinnerung ist mir hier das überragende Vorrundenspiel zwischen KD System und Macronix geblieben, welches so übelst spannend war und in Perfektion zeigte, dass man auch ein Die Siedler-Spiel professionell im E-Sports-Bereich spielen kann. Das könnte nochmal anders Entscheidungen bringen. Man muss dazu sagen, Und er ist oben rum. Kevin hat halt deutlich mehr KK, ne? Also Deutlich, Macronix hat viel besser gespielt. Weil wenn man sich anguckt, 12 KK, 13 KK und die hatten circa gleich 4 Einheiten, da sieht man, was so ein kleiner Move ausmacht von seinen Soldaten, um einen Fight zu gewinnen. Oder ein völliger No-Name namens Sun Tzu, der allen Veteranen zeigte, wie man die Trojaner wirklich spielt und damit für offene Münder sorgte. Hammer. Da wird gezaubert. Pling, 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 pling. Geil. Fun Fact: Ich kann das zwar nicht beweisen, glaube aber nach wie vor, dass man wegen diesem und dem 2-gegen-2 Turnier in 2020 dann bei Ubisoft zu dem unsäglichen Schluss kam, das heutige neue Allianzen nochmals komplett umzubauen, was dann bekanntlich komplett an die Wand gesiedelt wurde. Ich meine, nicht mal einen essentiellen Spectator-Modus haben sie eingebaut. Ach egal. Jetzt, 4 Jahre später, ist es aber wieder soweit und damit sollten wir zunächst mal den größten Elefanten aus der Welt schaffen. Nein, ich werde dieses neue Turnier nicht mehr organisieren, geschweige denn in irgendeiner Form eine wichtige Rolle spielen. Ich habe mich aber sehr gerne bereit erklärt, wieder das ein oder andere Spiel mit einem Gastkommentator zu kommentieren. Wer weiß, vielleicht schaut ja ein Volker Wertig vorbei. Die Eisenmine hat sich selber verteidigt, indem sie eine Wand an Fischen gesetzt hat. Und da denkt sich der Sabo, okay, leck mich, ich gehe. Im Raum steht auch, ob wir vielleicht die Gruppenauslosung live von der diesjährigen Zocker-Lounge LAN Anfang November in Frankfurt übertragen, weil es sich zeitlich einfach anbieten würde, aber spruchreif ist da noch nichts. Übrigens haben wir noch Plätze frei. Die Zocker-Lounge LAN ist eine Luxus-LAN-Party. Sprich, PCs sind schon vor Ort, ein eigenes Bett gibt es auch, beziehungsweise auf Wunsch für die Älteren wie mich auch ein 3-Sterne-Hotel gegenüber. Gerne anmelden bzw. alle Infos wie gehabt unter www.zocker-lounge.com/event. Traut euch bzw. sprecht mich bei Fragen gerne via Discord an. Jetzt aber wirklich zum aktuellen Turnier.
Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort bis zum 31.10.2025 über die Turnierseite anmelden. Die offizielle Turnierseite findet ihr unter www.die-settlers-4 bzw. römisch 4, also IV-worldchampionship.com. Die Teilnahmebedingungen scheinen dabei sehr zart zu sein. Ich konnte zum Beispiel nichts zum Thema Altersbeschränkungen herauslesen. Benötigt wird die Siedler 4 History Edition samt Settlers United Mod und ein Discord-Account für die generelle Organisation. Wenn ihr die History Edition von Die Siedler 4 noch nicht besitzt, möchte ich euch an dieser Stelle noch kurz die komplette History Collection bei meinem Partner Instant Gaming empfehlen, wo ihr alle 7 Hauptteile für 11,30 € bekommt, also gerade mal 1,60 € pro Siedlerteil. Außerdem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Viele Anmeldungen gab es zu Redaktionsschluss dieses Videos noch nicht, dabei waren aber schon der amtierende Weltmeister Slayer sowie der von mir sehr geschätzte RTS Pro Gamer Jerömer. In der Gruppenphase kann zwischen der Metzel- und Buddel-Variante auf den extra dafür erstellten Maps The Stones bzw. Happy gespielt werden. Metzel bedeutet im Prinzip, dass es zu einem auf Massenschlachten konzipierten Aufeinandertreffen kommt, da man hier keine Planierer braucht bzw. der Untergrund flach ist und die Truppenproduktion dementsprechend sehr schnell anlaufen kann. Buddel ist hingegen die weitestgehende Standardvariante mit Planierern, die dementsprechend etwas langsamer in Fahrt kommt. Leider hat man sich in allen Varianten wieder für eine Peacetime entschieden, also eine allgemeine Aufbauphase, in welcher für die Zuschauer nicht so viel passiert. Da bin ich überhaupt kein Freund mehr von, sehr schade, aber okay. Die Gruppensieger bzw. vielleicht auch die Gruppenzweiten, die Info fehlt leider noch, kommen dann in die K.O.-Phase, welche ab dem 1. Januar 2026 beginnen soll. Gespielt wird hier dann die klassischste Variante in Form von HG-HG mit einer Peacetime von 60 Minuten. HG-HG steht dabei im Prinzip für zweimal High Goods, was sich zum einen auf die Startressourcen und zum anderen auf die Bodenschätze auf den Bergen bezieht. Hier kann also dementsprechend aus dem Vollen geschöpft werden. Zu möglichen Preisen gibt's auch noch nichts, hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob sich noch ein Sponsor finden lässt oder der ein oder andere wie damals ein paar Euro spendet. Jedenfalls, wenn ihr Bock habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, könnte ich euch hier weiter auf dem Laufenden halten. Ich weiß natürlich, dass die Zocker Lounge mittlerweile ein völlig anderer Kanal ist, deshalb fühle ich an dieser Stelle erstmal vor. Feedback ist also herzlich willkommen. In diesem Sinne, solle der Beste der Welt gewinnen. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Scheiße.